Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Für diese SBC müsst ihr tatsächlich Feuer und Flamme sein oder euch gefriert das Blut nur so in den Adern. Denn es ist eine Auswahl-SBC und ihr könnt euch entscheiden zwischen Feuer und Eis. Und wir schauen uns die neue SBC von Christian Pulisic an und gehen dann gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler so circa 120.000 Coins. Das natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Okay, dann werfen wir mal einen Blick auf die Spieler und das geht tatsächlich nur über den Dream Squad. Die Auswahl, die könnt ihr dann quasi mit einer Spielerwahl am Ende der SBCs vornehmen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal nach dem Pulisic, wie er denn jetzt aussieht. Ich habe noch mal kurz drauf einen Blick geworfen und ich weiß, dass Feuer den Weak Foot pusht und das müsste auch diese Karte hier sein. Ja, hier haben wir 5 Sterne Weak Foot, also schwacher Fuß, und bei der anderen Karte haben wir 5 Sterne Skills, also Eis. Hier sehen wir es auch beschriftet, Foot versus Eis, ist der Skill Upgrade und Feuer der schwache Fuß. Ansonsten ähneln sich die beiden Karten, haben aber tatsächlich auch nochmal einen Unterschied zwischen Schießen und Passen. Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann hat die Feuerkarte gegenüber der Eiskarte, und jetzt will ich nicht durcheinander kommen, 8 mehr. Moment. Jetzt komme ich durcheinander. Genau. Hat 8 mehr Schießen, dafür aber 9 weniger Passen. Ja, das ist eine Entscheidung, die ihr für euch treffen müsst. Aber ich denke mal, ihr werdet da schon eine richtige Entscheidung treffen. Falls es euch ja ein bisschen schwerfällt, guckt einfach mal die Reviews vielleicht von Smaxy an. Vielleicht bringt die Han auch ein gescheites Review darüber raus. Oder vielleicht auch Inception, und Inception bin ich mir sicher, aber das ist englischsprachig, der bringt auf jeden Fall was dafür raus, vielleicht sogar für beide Karten. Ansonsten, ich würde tatsächlich eher zu dem schwachen Fuß greifen, da ich ohnehin nicht so der Skiller bin und ich tatsächlich auch das Schießen auf der Position vielleicht sogar bevorzuge anstatt der Passwerte. Ansonsten sind die Karten recht identisch, obwohl, das ist ja die andere Karte, genau, nö. Sonst sind sie recht identisch. Dribbling, Tempo, Physis, Verteidigung, alles dasselbe. Abgesehen jetzt natürlich Schuss und Passen. Okay, auch von den Trades, da haben wir dasselbe. Wir haben keine besonderen Trades. Ein Tempo-Dribbler bringt da mit. Und ich würde sagen, gehen wir rein in die erste SBC. Und hier haben wir folgende. Sie nennt sich Taktikkopie. Und hier brauchen wir mindestens einen Chelsea-Spieler. Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 80 und natürlich 11 Spieler. Und wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 7 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen. Also überlegt es euch gut, ob ihr den einen oder anderen nimmt oder ob ihr überhaupt diese SBC für euch abschließen möchtet. Ich würde sagen, wir legen jetzt endlich los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür noch faire 14.000 Coins. Die nächste SBC Premier League, und hier haben wir folgende Bedingungen. Wir brauchen einen Premier League Spieler, Teamgesamtbewertung von 84 wird erfordert, eine Teamchemie von 75 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier wollen wir einmal gemeinsam durchgehen. Let's go.
Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 34.000 Coins. Die nächste SBC, sie nennt sich Topform und hier brauchen wir es, wie es der Name auch verrät, eine Topform SBC bzw. Spielerkarte und das ist eine Team of the Week Karte. Teamgesamtbewertung 85, Team Schmied 70 und hier natürlich ebenfalls 11 Spieler. Und bevor ich euch vor der Qual der Wahl stelle zwischen Feuer und Eis, gehen wir hier auch noch einmal gemeinsam durch. Let's go! Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt für die letzte SBC ca. 75.000 Coins zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, Qual der Wahl zwischen Feuer und Eis. Lasst es mich mal gerne wissen, für welche Karte ihr euch entschieden habt. Für mich ist momentan aktuell die Feuerkarte als Favorit anzusehen, aber vielleicht seid ihr mehr der Skiller und von daher oder deswegen könnte sich die Eiskarte für euch mehr lohnen. Ansonsten ist es natürlich euch überlassen. Ich hoffe, ich konnte euch aber mit diesem Video weiterhelfen und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht lasst ihr mir auch noch für den Algorithmus einen netten Kommentar da und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.